Wisst ihr, wie häufig ich von meinen Patienten höre, das Hohlkreuz sei die Ursache deren Schmerzen? Und was wäre, wenn es nicht so stimmt? Und vielleicht sogar das Gegenteil? In diesem Video erfährst du den Zusammenhang zwischen Hohlkreuz und Rückenschmerzen. Nur um einmal es erwähnt zu haben. Die Lendenwirbelsäule, die hat eine ganz normale Krümmung. Die ist nach hinten her konkav. Wenn diese natürliche Krümmung deutlich ausgeprägt ist, dann wird es im Fachbegriff eine Hyperlordosis genannt oder auch ein Hohlkreuz. Also ein Hohlkreuz ist eine verstärkte Krümmung der Wirbelsäule. Das Hohlkreuz wird sehr häufig verteufelt und wird als Ursache genannt für Rückenschmerzen. Durch das nach vorne Kippen von dem Becken würde viel mehr Druck auf den hinteren Teil der Wirbelsäule entstehen und diesen Druck macht Schmerzen. Und um deine Schmerzen loszuwerden, müsstest du unbedingt dein Hüftbeuger dehnen und vom Hohlkreuzhaltung unbedingt so schnell wie möglich rauskommen. In Wirklichkeit zeigt aber die Wissenschaft genau das Gegenteil. Menschen mit Rückenschmerzen haben eher eine verminderte Lordose. Die Lendenwirbelsäule ist viel zu gerade. Das passiert besonders häufig bei Patienten, die Rückenschmerzen haben, wegen einem Bandscheibenvorfall zum Beispiel. Eine weitere Studie zeigt sogar, dass je eingeschränkter der Lordose ist, also je weniger man in Hohlkreuz ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass man Kreuzschmerzen entwickelt. Und dazu gibt es auch eine weitere Studie, die zeigt, je mehr Übungen gemacht werden, um das Hohlkreuz zu fördern, desto mehr Schmerzlinderung hat man und das auch langfristig, nach einem Jahr zum Beispiel. Nun weißt du schon, dass dein Hohlkreuz nicht die Ursache für deine Schmerzen sind. Deswegen helfen die typischen Hohlkreuz-Wegmachübungen auch nicht unbedingt so viel. Und wenn du wissen willst, wie du Schmerzlinderung trotz Hohlkreuz erreichen kannst, dann bleib dran. Das zeige ich dir in diesem Video. Also, für die erste Übung geht es darum, dass du eine Dehnung in der vorderen Partie hast und das Hohlkreuz bzw. die Streckung deiner Lendenwirbelsäule verstärkst. Dafür solltest du dich hinstellen, deine Beine sind hüftbreit auseinander, deine Füße zeigen nach vorne. In dieser Position achtest du erstmal darauf, dass du deine Knie nicht beugst. Als nächstes platzierst du deine beiden Hände seitlich von dem Kreuz. Die Ellenbogen, die bringst du ein bisschen nach hinten und deine Handfläche, die zeigen nach unten Richtung Gesäß. So, hüftbreit auseinander. Und jetzt mit deinen Händen schiebst du das Becken nach vorne und gleichzeitig gehst du in vermehrten Hohlkreuz nach hinten, so weit wie du kannst. Die Idee ist gleichzeitig, das Becken nach vorne zu bringen und den Oberkörper nach hinten. Bleibe in dieser Position für 3 Atemzüge und komm dann langsam wieder nach vorne. Hände am Gesäß, das Becken nach vorne bringen, deine Knie bleiben gestreckt und dann mit dem Rumpf nach hinten. Schön weit in die Streckung rein. Kurz in der Position verbleiben. Du solltest am Bauch auch eine Dehnung spüren und deine Knie, die sollen auch ganz bewusst komplett durchgestreckt bleiben. Und dann langsam nach vorne. Diese Übung dient erstmal dazu, in diese Bewegungsrichtung zu kommen und auch deine Rückstreckmuskulatur zu aktivieren. Zusätzlich hast du auch eine leichte Dehnung von den Hüftbeugen und auch von der Bauchmuskulatur. Für die nächste Übung brauchst du einen Tisch, einen stabilen Tisch, woran du dich gut anlehnen kannst. Stell dich etwa 50 cm von dem Tisch entfernt und als erstes platzierst du deine Hände auf der Tischfläche. Deine Füße sind wieder hüftbreit auseinander und dann lässt du dein Becken nach vorne Richtung Tisch rankommen. Deine Schultern werden dann nach hinten zusammengezogen und ganz bewusst bringst du auch deinen Rücken, den unteren Rücken, in Hohlkreuz. In dem Fall jetzt hier bei mir habe ich die Fersen hochgehoben, weil ich nicht so viele Dehnung von der Wade habe.
Bring das Becken bis zum Tisch hin. Die Schulterblätter werden ganz bewusst nach hinten zusammengezogen und nicht nach oben fallen lassen. Also Schulterblätter nach hinten, Rückenmuskulatur angespannt, Gesäßmuskulatur angespannt, im Hohlkreuz bleiben und von dieser Position mit den Armen wieder nach hinten schieben, bis man wieder in so eine gerade Plank Position ist. Und dann wiederholst du das Ganze. Dein Rumpf geht von einer geraden Position, Wirbelsäule gerade, bis du das Becken dann nach vorne Richtung Tischkante bringst, bewusst in Hohlkreuz gehst, Schulterblätter zusammen nach hinten. Und dann wieder zurück. Und diese Bewegung solltest du nun für 2 Serien durchführen, für jeweils 10 bis 12 Wiederholungen. Die nächste Übung ist besonders wirksam, wenn du einseitige Schmerzen hast. Und dafür solltest du dich erstens in eine Ausfallschrittstellung hinstellen. Also, du gehst in eine Ausfallschrittstellung, das heißt, ein Bein kommt nach vorne, das vordere Bein wird jetzt gebeugt. Deine Hände sind am Körper locker entlang und in dieser Position wirst du jetzt halt von einer Seite, in dem Fall, wo das Bein jetzt gestreckt ist, eher einen vermehrten Hohlkreuz haben und auf der anderen Seite ist es etwas weniger. Den vorderen Fuß zeigt nach vorne, das vordere Bein ist gebeugt, das hintere Bein ist gestreckt, deine Arme sind erstmal locker am Körper. Aus dieser Position spannst du nun deine Rückenmuskulatur an, so dass du im Hohlkreuz kommst und gleichzeitig hebst du die Arme nach vorne. Schulterblätter werden zusammengezogen und nach unten gedrückt und gleichzeitig gehst du in eine vordere Bewegung von dem Becken her. In dieser Position solltest du nun spüren, dass du auf das Bein, was jetzt hinten ungestreckt ist, da wirst du in der Hüfte eine leichte Dehnung spüren. Durch das Heben von dem Arm und das Hohlkreuzbewegung solltest du auch die Anspannung deiner Rückenmuskeln spüren. Kurz in dieser Position bleiben, Arm wieder senken und wieder zurück. Ausfallschritt, vorderes Bein gebeugt, hinteres Bein gestreckt, Rückenmuskel anspannen, in Hohlkreuzstellung und die Arme heben. Schulterblätter werden zusammen nach hinten und nach unten gezogen. Ausatmen, wieder zurück. Einatmen, nach vorne gehen in die Kniebeuge, das hintere Bein wird gestreckt, Schulterblätter werden zusammen nach unten gezogen und wieder loslassen. Diese Übung bekommst du sowohl mehr Beweglichkeit vom Hüftbeuge, mehr Aktivierung von der Rückenmuskulatur und gleichzeitig auch mehr Beweglichkeit für deine Lendenwirbelsäule. Wiederhole auch diese Übung für 2 Serien, jeweils 12 Wiederholungen. Wenn du mit einer Seite fertig bist, trotz dass du einseitig Beschwerden hast, solltest du selbstverständlich auch die andere Seite üben. Das vordere Bein zeigt nach vorne, der Fuß ist nach vorne gerichtet, das vordere Knie ist gebeugt, das hintere Bein ist gestreckt, so weit wie du kannst, die Hüfte kommt auch in eine Streckung. Arme sind seitlich am Körper platziert, du bewegst dein Becken nach vorne und gleichzeitig deinen Rücken nach hinten und nach oben. Und wieder zurück. In Hohlkreuzbewegung gehen, die Arme heben, Schulterblätter zusammen und nach unten gezogen. Und wieder zurück. Auch diese Übung solltest du nun 12 Mal wiederholen. Man kann extrem viel selber für seine Gesundheit tun. Dafür muss man nur wissen, was genau. Wenn du mehr Info bekommen willst, wie du von zu Hause aus Schmerzen lindern kannst, stärker wirst und den Alltag mit weniger Beschwerden gestalten kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Infos für deine Gesundheit. Bei dieser Übung geht es nun um die direkte Aktivierung den unteren Anteil von der Muskulatur von dem Rücken. Dafür solltest du dich vor einen Stuhl hinknien. Du kommst so nah wie möglich, so dass deine Oberschenkel auch die Seite vom Stuhl berühren.
Dann legst du deinen Oberkörper auf der Sitzfläche ab, sodass dein Bauch auf der Sitzlehne ist. Dein Oberkörper soll so flach wie möglich sein. Deine Füße bleiben auch ganz flach auf dem Boden. Und in dieser Position versuchst du nun, das Becken in eine Hohlkreuzbewegung bringen. So als ob du das Kreuz und das Steißbein nach oben Richtung Decken bewegen willst. Geh in den Hohlkreuz rein, bleibe in der Position für ein paar Sekunden und lass es dann langsam wieder los. Diese Übung ist besonders wirksam, um den unteren Anteil von der Rückenmuskulatur zu aktivieren. Wenn du auch so in Richtung Kreuz den unteren Anteil von der Wirbelsäule Schmerzen hast, dann solltest du unbedingt diese Übung ausprobieren. Führe die Bewegung langsam durch, versuche in einen Hohlkreuz zu gehen, hebe das Kreuz des Beckens so weit wie du kannst von nach oben Richtung Decke hin und wichtig, drück die nicht mit den Füßen hoch, sondern lass deinen Rücken arbeiten. Bleib oben für ein paar Sekunden, lass es dann langsam wieder runter. 3 Sekunden anspannen, das Becken langsam kippen, mehr in Hohlkreuz gehen, Gesäß nach oben, aber nicht Richtung Decke, sondern eher zu dir rangezogen Richtung Kopf hin. Oben kurz anspannen, bleiben und dann die Spannung langsam wieder lösen. Ebenfalls hier solltest du 2 Serien durchführen für jeweils 12 Wiederholungen. Und für die letzte Übung solltest du dich jetzt auf den Boden hinlegen. Es funktioniert aber genauso gut auf dem Bett. Wichtig ist, dass du ein paar Kissen hast oder eine Yogamatte und die solltest du jetzt auf Hüfthöhe platzieren. Also du legst dich auf den Bauch hin, platzierst den Kissen oder die Yogamatte unterhalb von deiner Hüfte, so dass automatisch dein Becken schon nach vorne gebracht wird und du in dieser Hohlkreuzbewegung dann bleibst. In dieser Position bringst du nun deine Hände auf das Kreuz drauf, einfach so draufgelegt beide, die Ellenbogen lässt du locker unterm Körper und von hier aus beginnst du dann die Übung. Dein Kopf, dein Blick ist nach unten gerichtet, nicht nach vorne, um den Halswirbelsäule nicht zu überlasten. Also guck nach unten, zieh als erstes die Schulterblätter zusammen, so dass dein Brustkorb leicht von dem Boden abgehoben wird. Deine Ellenbogen, die werden jetzt halt weg vom Boden. Und jetzt versuchst du, den Oberkörper noch weit nach oben zu bringen in so einer Hohlkreuzbewegung. Schulterblätter weiter zusammenziehen, dein Blick ist weiter nach unten gerichtet, kurz in der Position bleiben und dann die Spannung wieder lösen. Das Gesäßmuskel bleibt erstmal ein bisschen locker, deine Blickrichtung ist nach unten. Schulterblätter werden zusammengezogen, Ellenbogen nach oben Richtung Decke, gleichzeitig die Schulterblätter etwas nach unten ziehen. Brustkorb vom Boden hochheben und dann weiter die Spannung vom Rücken steigen, um noch mehr im Hohlkreuzposition reinzukommen. Kurz in der Position bleiben und dann wieder lösen. Und nach unten gucken, Schulterblätter zusammen, Oberkörper heben, kurz in der Position bleiben und dann wieder lösen. Diese Übungssequenz kann dir gut helfen, Schmerzen in den unteren Rücken zu lösen. Ein Hohlkreuz ist nicht unbedingt für Ursache für Schmerzen. Also, probiere die Übungen aus. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Übung.